Schriftliches Multiplizieren. Wie kann man entscheiden, in welcher Reihenfolge man die Zahlen aufschreiben sollte, um das so schnell wie möglich auszurechnen? Also an allererster Stelle würde wahrscheinlich jeder von euch sagen, man stellt erstmal die dreistellige Zahl an die zweite Stelle und somit hätte man dann 3 Multiplikationsaufgaben, weil in dem Fall muss ich mit 4 Zahlen multiplizieren. Hätte ich auch so gesagt. Also ausrechnen braucht man nichts, man sieht sofort. Also in dieser Reihenfolge hätte man das auf jeden Fall viel schneller hingekriegt. Okay, also das bedeutet, wenn ich vierstellige Zahl und dreistellige Zahl habe, soll ich am besten dreistellige Zahl nach hinten setzen. Was, wenn ich aber so eine Aufgabe hätte? Also in dem Fall habe ich immer noch vierstellige Zahl und dreistellige Zahl. Aber bei vierstelliger Zahl haben wir 2 Nullen. Das bedeutet, wenn ich die Reihenfolge doch ändern würde, dann hätte ich in dem Fall 2 Multiplikationsaufgaben. Man darf auf keinen Fall vergessen, wenn ich mit 2 multipliziere, dann muss ich unter die 2 schreiben und danach die 2 Stellen mit Nullen multiplizieren, wissen wir, das ergibt 0, deswegen können wir einfach überspringen und dann multiplizieren wir mit 7 und schreiben natürlich unter der 7. Das bedeutet, auch wenn hier vierstellige Zahl ist, ist es nicht unbedingt vorteilhaft, wenn man die Zahl nach vorne setzt. Also das bedeutet, wir schauen, welche Zahl hat wenige keine Nullstellen. Also so eine Regel kann man dann entwerfen. Aber lass uns schauen, was, wenn ich die Zahl so verändern würde. Das bedeutet, wir schauen wieder, dreistellige Zahl, 3 Stellen, die keine Null sind, und hier haben wir vierstellige Zahl. Und hier sind 2 Stellen, die keine Null sind. In dem Fall hätte ich 2 Multiplikationsaufgaben, hier 3, aber 3 gleiche Multiplikationsaufgaben. Das bedeutet, hier würde ich wieder die Zahlen andersrum schreiben. Weil nachdem ich mit einer 4 schon multipliziert habe und mein Ergebnis aufgeschrieben habe, muss ich nicht noch einmal multiplizieren. Ich kann einfach unter die nächste 4 gleiche Ergebnis abschreiben. Natürlich, ich gehe davon aus, dass ich mit 4 richtig multipliziert habe. Das bedeutet, man kann dann so eine Regel entwerfen. Wenn ich entscheiden muss, welche Zahl ich an der letzten Stelle setze, dann schaue ich, wie viele verschiedene keine Nullstellen ich habe. Und dann die Zahl, die am wenigsten verschiedene keine Nullstelle hat, setze ich hinten. So muss ich multiplizieren, so wenig wie möglich. Und so habe ich dann mein Ergebnis viel schnell und wahrscheinlich auch richtig, weil so habe ich auch nicht so viele Möglichkeiten, einen Fehler zu machen. Und jetzt hätte ich aber eine Aufgabe für euch. Ich möchte schauen, wie ihr diese Multiplikationsaufgabe ausrechnet. Und dann hätte ich auch gerne eine Antwort von euch. Also, viel Erfolg!